Aloha! Heuer begeben wir uns auf Schatzsuche. Und das ist gar kein Problem, es ist alles eine Frage der Vorbereitung. Ich meine, Karte haben wir, ist klar, kein Problem. Aber man darf auch nicht vergessen, vitaminreicher Proviant gegen den Skorbut, eine Kopfbedeckung für schäbige Schädel, so als Sonnenschutz, und außerdem ohne +2 Voodoo gehe ich nicht aus dem Haus. Außerdem vielleicht ein Verzeichnis der größten Schurken unserer Zeit, falls die einem was abjagen wollen oder so. Und nicht zu vergessen, die Antwort auf die Frage, was man mitnehme, würde man auf einer einsamen Insel kommen und du darfst nur eine DVD-Box haben. Ahoi! Erstmal eine knappe, aber notwendige Zusammenfassung der Handlung. Der Anime Die Schatzinsel basiert auf dem gleichnamigen Abenteuerroman von Robert Louis Stevenson. Die Hauptfigur ist ein Junge namens Jim, der mit seiner Mutter ein kleines Gasthaus in einer englischen Hafenstadt führt. Eines Tages zieht ein seltsamer alter Seebär in die Wirtschaft ein und sorgt für Gesprächsstoff im ganzen Ort. Er besäuft sich rund um die Uhr, wird schnell gewalttätig und scheint ein dunkles Geheimnis zu hüten. Jedenfalls leidet er unter offensichtlichen Verfolgungsängsten. Besonders vor einem Menschen hat er panische Angst. Verdammt, der Mann! Mit dem einen Bein! Jim misstraut dem Rohling zwar, aber er ist auch fasziniert von dessen offenkundig abenteuerlicher Vergangenheit. Als der raubeinige Gauner schließlich an einer Mischung aus Panik, Alkoholmissbrauch und Schlaganfall im Staub verendet, stellt sich heraus, dass es sich dabei um einen ehemaligen Piraten handelt, dem Vizekapitän einer berüchtigten Bande sogar. In seiner Habe befindet sich eine Schatzkarte, die den Weg zu all den Reichtümern zeigt, die die Piratencrew erbeutete, und darum sind auch die anderen ehemaligen Mitglieder der Mannschaft hinter dem Seemann her gewesen. Jim übergibt die Karte 2 angesehenen Bürgern seines Ortes, die daraufhin ein Schiff klar machen, um den Schatz zu bergen, wobei Jim selbst als Schiffsjunge mitfährt. Unterwegs freundet er sich mit dem charismatischen Smoothie John Silver an. Zunächst fürchtet sich der Knabe vor dem Koch, da dieser nur ein Bein hat und Jim sich an die Ängste des alten Piraten erinnert. Doch Long John ist dermaßen freundlich, besonnen und gutmütig, dass die Bedenken rasch über Bord fliegen, bis Jim nichts anderes als tiefe Bewunderung für seinen Kombüsenkumpel empfindet. Es berührt das Herz eines Mannes vielleicht für kurze Zeit. Und plötzlich wird aus dem wunderbaren Licht dunkle Nacht. Diese Schönheit ist nur eine Einbildung. Man darf ihr nicht trauen. Die untergehende Sonne ist eine Betrügerin. Innerhalb kürzester Zeit lässt sie die Menschen im Dunkeln stehen. Eines Nachts während der Seereise wird Jim Zeuge einer Verschwörung. Anscheinend besteht ein Großteil der Mannschaft aus den ehemaligen Mitgliedern der Piratenbande, die nun nur darauf warten, dass der Schatz gefunden wird, um dann anschließend alle anständigen Passagiere zu töten und die Beute unter sich aufzuteilen. Tatsächlich sind sogar einige der regulären Matrosen schon zu den Piraten übergelaufen, und der Anführer der Meuterer ist natürlich niemand anders als der einbeinige Silver. Ist das noch ein Spoiler? Nicht wirklich, oder? Falls doch, keine Sorge, andere Wendungen werde ich nicht als gegeben voraussetzen, aber ohne diesen hier kann ich die restliche Review nicht machen. Ich will nicht, dass die Mannschaft mich noch länger nur Boss nennt. Gebt den Männern den Befehl, dass sie mich in Zukunft folgendermaßen anzusprechen haben, und zwar heiße ich Captain Silver. Jim und seine Freunde können dank diesem Wissen zumindest den ersten Schlag führen und sich in einem gut befestigten Fort auf der Insel verschanzen, das die Piraten einstmals hier bauten. Es beginnt ein spannender Konflikt zwischen den beiden Parteien. Die Piraten sind zahlenmäßig weit überlegen, müssen aber das Fort erobern, um an die Karte zu kommen. Die Verteidiger können das Fort zwar mit wenig Leuten durchaus halten, aber müssen eben eine knallharte Belagerung überstehen. Und nicht zuletzt entbrennt ein Wettlauf zwischen Überleben und dem Finden des Schatzes, da die Tropen schnell ihren Tribut fordern. Sind etwa noch andere Männer an Malaria erkrankt? Was ich an der Serie zunächst einmal besonders mag, ist die ideale Länge. 26 Folgen, so gut wie kein unnötiger Filler, und alles, was doch noch zum Quellmaterial ergänzt wurde, erfüllt einen sinnvollen Zweck. Welche Erweiterungen und Änderungen zum Buch es gibt, dazu komme ich gleich noch. Wichtig ist nur, dass die Serie sich nicht länger anfühlt, als sie sein muss. Lang genug, um mit den Figuren mitzufiebern, aber danach hast du auch nicht das Gefühl, dass da jetzt noch mehr kommen müsste. Man fühlt sich einfach befriedigt. Ein anderer Punkt, der mich schon damals als Kind erstaunte und heute sogar noch mehr, wenn ich mir das FSK 6-Siegel so ansehe, ist, wie die Serie nicht vor Tod und Gewalt zurückschreckt. Klar, es spritzen hier keine Blutfontänen, aber wenn jemand drauf geht, dann siehst du es auch. Und gestorben wird jede Menge auf der Schatzinsel.
Spätestens wenn dem Kapitän mit einem glühenden Messer eine Kugel aus der Schulter operiert wird, dann kann es einem schon etwas durch Mark und Bein gehen. Ich weiß, aber ich kann ganz einfach den Geruch von verbranntem Fleisch nicht vertragen, Hunter. Was denn? Gibt es heute Steaks? Wunderbar! Überhaupt stellt diese Serie eine Sache klar. Eine Reise zu dieser Zeit war alles andere als nur fröhlich Seemannslieder singen. Eine Flaute bei kochender Hitze zermürbt Geist und Körper. Schlafen im Freien kann tödlich enden. Und die Arbeit an der Kanone ist knallhart und sogar quälend und Folter. Verdammt, mir dröhnen noch die Ohren! Reden wir über die wichtigsten Charaktere. Da haben wir natürlich Jim Hawkins, unseren Protagonisten, und Long John Silver, seinen Todfreund. Der Großteil der Serie wird der Beziehung der beiden gewidmet, so wie es auch sein sollte. Jim ist ein guter Junge, aber keinesfalls perfekt. Er bemüht sich, immer das Richtige zu tun und stets tapfer zu sein, aber da es ihm an Erfahrung mangelt, bringt er sich gelegentlich in Schwierigkeiten. Er fühlt sich auch mitunter wie ein echter 13-Jähriger an. Ein Junge, der aber in dieser Zeitepoche schon beinahe als Mann gelten muss. Dementsprechend versucht er auch öfter mal besonders tough und erwachsen zu wirken, was ihn natürlich erst recht als Kind entlarvt. Jim, ich habe das Gefühl, du hast überhaupt noch nie Bier getrunken. Da irrst du dich gewaltig. Ich habe da Erfahrung. Wir haben doch zu Hause eine Gastwirtschaft und da habe ich mir oft heimlich hinter dem Rücken meiner Mutter einen hinter die Binde gegossen. So, auf unser Wohl. Ja, auf unser Wohl, Jim. Nun zu Silver. Silver stiehlt die Show im Anime. Man konzentrierte sich darauf, das zu erhalten, was die Figur schon im Buch so interessant machte, dieses auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen und dabei alle Seiten zu seinem Vorteil manipulieren. Er muss einerseits seine aufmüpfigen Leute bei Laune halten, obwohl ständig alles schief geht und die Situation mehr als nur einmal für ihn auf der Kippe steht. Und andererseits ist er ständig darum bemüht, seinen Verrat bei den Schiffseignern wieder gut zu machen, während er eine Piratenbande anführt. Nur so als Hintertürchen, falls seine Leute doch verlieren sollten und er vor Gericht muss. Und obendrein ist da Jim, den er wie einen Sohn zu lieben beginnt, obwohl gerade dieser Junge ihm den meisten Ärger einhandelt. Das ist auch einer der wesentlichen Unterschiede zum literarischen Silver. Im Buch hat der Jim zwar auch sehr gerne und würde ihn am liebsten in seine Bande aufnehmen, aber es wird auch klar, dass er ihn ohne zu zögern töten würde es ihm beim Erreichen seiner Ziele helfen. Anime Silver ist da anders. Er riskiert eine ganze Ecke mehr, um Jim vor den anderen Piraten zu beschützen. Ich meine, wenn's drauf ankommt, ist er absolut kaltblütig, aber er scheint dennoch eine Spur menschlicher zu sein. Er hat Freunde unter seinen Leuten, deren Tod er offensichtlich als tragisch empfindet und ehrlich bedauert. Und er ist hin und her gerissen zwischen seiner Besessenheit nach dem Schatz und seiner Zuneigung zu Jim. Der Anime macht den ohnehin schon gefährlichen Silver des Buches beinahe schon übertrieben mächtig. Wir sehen ihn zwar hier und da mal verletzt werden, aber noch häufiger sehen wir ihn in einer überlegenen Position. Er ist immer der Gerissenste und hat nach Plan A und B noch Plan C, D und E in petto. Körperlich verfügt er zwar nur über ein Bein, ist aber ein fähigerer Kämpfer als mehrere Männer zusammen. Wie gesagt, Silver ist der Star der Show und das muss ich dem Anime zugutehalten. Er nutzt seine Folgen dazu, den ohnehin besten Charakter noch etwas vielseitiger zu machen. Ich habe die Serie mal vor einigen Jahren einer Freundin von mir gezeigt und irgendwann sagte sie zu mir: Es ist so frustrierend, ich weiß nicht, ob ich Silver lieben oder hassen soll. Das ist eigentlich das perfekte Urteil. Willst du etwa entscheiden, wer Recht hat und wer nicht? Nur derjenige, der überlebt, hat Recht. Das war schon immer so auf der Welt, das kannst du glauben. Noch schnell zu den anderen Figuren. Auf Jims Seite stehen Kapitän Smollett, Mr. Trelawney und Dr. Livesey. Smollett ist der super strenge Kapitän des Schiffs. Ihn interessiert der Schatz nicht, sondern es geht ihm nur darum, dass die Meuterer nicht gewinnen. Er fungiert größtenteils als der Anführer im Widerstand gegen die Piraten und wird zunächst als sowas wie Silvers Rivale aufgebaut. Vor allem dann, als sich letzterer anmaßt, selbst eine Kapitänsuniform zu tragen. Wir verteidigen den Union Jack bis zum Letzten. Er ist unser ganzer Stolz. Mr. Trelawney und Dr. Livesey sind die Schiffseigner und sie sind vor allem hier, um von den Meuterern betrogen zu werden. Gerade Trelawney ist der Charakter, der extra doof rüberkommt, damit man ihm und damit den Zuschauern alles erklären muss. Ich meine, seht ihn euch an, er ist dick und dicke Menschen sind immer doof in Film und Fernsehen. Ich nicht. Ich glaube nicht, dass mich einer betrügen kann. Und dann haben wir da noch Dr. Livesey, die Besonnenheit in Person. Als Arzt wird er von allen geschätzt, sogar von den Schurken. Und seine Stimme erweckt in mir die wohlige Nostalgie einer mutierten Ratte.
Ich bin zwar auch Richter, aber heute war ich als Arzt hier und fühle mich an meine Schweigepflicht gebunden, wenn du verstehst, was ich meine. Mr. Trelawney hat noch 3 Bedienstete mit auf die Reise genommen und ähnlich wie im Buch haben die nicht besonders viel Persönlichkeit. Sie sind dazu da, damit Jims Seite nicht zu sehr unterlegen ist, einfach 3 Körper mehr. Und selbst so ist es noch etwas komisch, dass die Guten überhaupt eine Chance haben. Wäre da nicht Gray. Gray ist neben Silver die andere Figur, die eine extra Portion Badass Milkshake in der Adaption zu schlucken bekam. Gray war im Buch lediglich der eine reguläre Matrose, der Kapitän Smollett während der Meuterei die Treue hielt. Einfach nur ein weiterer Leib auf Jims Seite und mehr nicht, mit maximal 2 bis 3 Zeilen Dialog insgesamt. Hier hingegen, holy moly, er ist locker die 3. Hauptfigur nach Jim und dem langen John. Schütze, Messerwerfer, Pirscher, erfahrener Frontsoldat. Ausgeprägter Sinn für Gerechtigkeit, selbstlos und scheinbar der Einzige, der ansatzweise mit Silver mithalten kann. Gray ist, kurz gesagt, der Lieblingscharakter der meisten Fans. Meiner auch. Und das zu Recht. Und das ist eine starke Leistung des Anime. Eine in der Vorlage derart unwichtige Figur zu einem der besten Aspekte zu erweitern. Einfach mal ein Blick aufs Cover der DVDs und wie viel präsenter Gray dort ist als die anderen Nebenfiguren. Und wo ich gerade bei dem Cover bin, dass diese Frau hier so viel Platz einnimmt, ist echt skurril. Ich sag nicht, wer das ist, aber sie kommt in der gesamten Serie maximal 10 Minuten oder so vor. Vielleicht wollte man kaschieren, dass es in der Schatzinsel keine wesentlichen weiblichen Rollen gibt. Ach, da hätte man vielleicht doch Piraten-Babsi in den Kanon aufnehmen sollen. Ist eine prima Rolle. Ich komme viel zum Küssen. Was die anderen Charaktere angeht, jeder von denen hat einen Namen und jeder von denen hat ein eigenes Design. Wenn du darauf achtest, kannst du tatsächlich mitverfolgen, was aus jedem von denen wird im Laufe der Serie. Sie haben eben nur minimal Persönlichkeit. Ein paar sind stärker inszeniert als andere, die auch im Buch etwas prominenter waren, wie Bootsmann Anderson oder Steuermann Hans, sind auch hier die hervorgehobeneren Silver-Anhänger. Hans, du bist der Boss, solange wir an Land sind. Ein paar Worte zur Präsentation. Man merkt der Schatzinsel-Serie sehr deutlich ihre Entstehungszeit an. Die Shows aus den 70ern und ein Ohr auf den Soundtrack geworfen ist auch alles, was du brauchst, um ohne Wikipedia darauf zu kommen. Ehrlich gesagt wäre Funk jetzt nicht die erste Musikrichtung, an die ich bei der Schatzinsel denken würde, aber es klingt dadurch auch gleich viel cooler. Es ist halt Funk. Funkmusik macht alles gleich funkier. Ich erwarte halt nur dauernd, dass gleich Spike Spiegel durchs Bild wetzt oder so. Die Synchro ist ausgesprochen gut gelungen. Jims Sprecher, Marek Harloff, verleiht ihm die passende Jugendlichkeit, während Michael Grimm als Silver sowohl den gutmütigen Schiffskoch als auch den knallharten Piraten mimen kann. Jim, weißt du noch, ich habe dir mal gesagt, dass ich an nichts glaube, weder an Gott, Geister oder den Teufel. Und deshalb glaube ich auch nicht an Gesetze, nicht mal an die Gesetze der Piraten. Die deutsche Lokalisierung ist im Großen und Ganzen gelungen, lediglich an einer Stelle haben die Übersetzer nicht richtig mitgedacht. Silver wird vor Antritt der Reise immer wieder als Besitzer des Fernglasgeschäftes bezeichnet. Ich möchte, dass du das hier dem Besitzer des Fernglasgeschäftes bringst, aber pass gut darauf auf. Silver ist aber ein Koch. Wieso hat er ein Fernglasgeschäft? Vielleicht, weil er ein Gasthaus betreibt, das zum Fernglas heißt? Darauf konnte man wirklich nicht kommen? Weiß der Junge überhaupt, wo das Fernglasgeschäft ist, Trelawney? Der Zeichenstil ist ebenfalls sehr typisch für die Zeit. Ich meine, Augen und Mund sind in Animes ja sowieso meistens schon riesig und überbetont, aber hier gibt es Stellen, da passt schon mehr als ein ganzer Apfel in die Gusche, da ginge direkt ein ganzes Netz rein. Und nun noch die Dinge, die die Serie im Vergleich zum Buch geändert hat. Das Aufpimpen von Silver und Gray habe ich ja schon erwähnt. Dafür wurde die Rolle von Ben Gunn, dem einsamen Bewohner der Schatzinsel, reduziert. Das liegt daran, dass die Auflösung, wo der Schatz letztlich liegt, komplett geändert wurde. Hier hat man sich also enorm viel künstlerische Freiheit erlaubt, aber das stört mich nicht. Im Gegenteil, ich finde es sogar so spannender, weil selbst die Leute, die das Buch gelesen haben, nur nicht von vornherein wissen, wo der Schatz ist. Eine andere Änderung ist Jims Vater. Im Buch lebt dieser am Anfang noch und stirbt dann während der ersten paar Kapitel.
Im Anime ist der Vater bereits gestorben. Kann ich auch irgendwie gut verstehen, warum man das geändert hat, weil man so eine eher schwermütige Situation nicht direkt am Anfang behandeln muss und die wesentliche Funktion, nämlich Jims Vaterlosigkeit, auch ohne dessen On-Screen-Tod thematisiert werden kann. Die ist ja eigentlich nur deshalb wichtig, um zu erklären, warum Jim so sehr an Silver hängt. Er betrachtet und achtet ihn als seinen Ersatzvater. Und darauf zahlt noch eine weitere große Änderung in der Serie mit ein. Die Schiffsreise wurde stark erweitert. Die Überfahrt von England zur Schatzinsel dauert im Buch nur ein ganz kurzes Kapitel, in dem nicht besonders viel passiert. Die Serie nimmt sich gleich 5 Folgen für die Seereisezeit und streut dort viele kleine Abenteuer ein, um es interessant zu halten. Eine Begegnung mit einem Geisterschiff, Proviant einkaufen in einem südländischen Hafen und dabei die Flucht vor Sklavenhändlern. Und eine Folge ist sogar eine direkte Referenz an Der alte Mann und das Meer von Ernest Hemingway. Der Grund dieser Ergänzungen ist so einfach wie effizient. Man gibt Jim und Silver dadurch deutlich mehr Zeit, ihre Freundschaft zu vertiefen, was dann den Verrat letztlich umso heftiger macht. Der Anime führt 2 neue Figuren ein, die im Buch so nicht vorkamen. Im Wesentlichen zweimal Comic Relief. Einerseits hat Jim einen Baby-Leoparden als ständigen Begleiter. Der trägt nichts zu irgendwas bei und ist einfach nur da, um niedlich zu sein. Das war's. Du könntest ihn komplett weglassen und es würde sich nichts an der Handlung ändern. Andererseits ist da der Matrose namens Papi. Anfangs die ulkige, aber nervtötende Flitzpiepe, die wirklich niemand mag an Bord. Später dann vor allem die Repräsentation des rückgratlosen Mitläufers, der sofort zu Silver überläuft, als er von dessen Absichten erfährt. Jetzt brauchst du dich uns nur anzuschließen. Hast du verstanden? Ich weiß, natürlich. Also wenn ich die Ehre haben dürfte. Na, das ging aber schnell. Wer hätte das vermutet? Das einzig Positive, was ich über ihn sagen kann, ist, dass er nie versucht, Jim zu verletzen, da er eigentlich kein böser Kerl ist, sondern nur zu schwach, um sich den anderen zu widersetzen. Später in der Show bekommt sein Charakter sogar noch eine kleine Wiedergutmachungsfolge, in der er mal versucht, nützlich zu sein. Bleibt noch das Ende, auch hier hat man so einiges umgeschrieben und ohne irgendwas verraten zu wollen, nur so viel: Bei einem der Charakterepiloge musste der damals noch 7-jährige Parappa ganz schön dolle weinen. So viel also zu diesem kleinen Juwel des japanischen Zeichentricks. Ich finde, die Schatzinsel-Serie ist auch über meine Nostalgie, die ich sicherlich dafür empfinde, hinaus eine wirklich gelungene Adaption des Romans. Das, was es adaptiert aus dem Buch, macht es sehr gut und das, was es darüber hinaus macht, macht es auch ziemlich gut. Und dazu die Länge von 26 Folgen, das ist mal eine Serie, bei der man sich wirklich mal abends eine Folge reinziehen kann, dann die nächsten Abende immer mal wieder eine und dann hat man sie relativ zügig durchgeguckt und fühlt sich am Ende irgendwie zufrieden und denkt, man hat was Cooles gesehen. Diese DVD-Box, diese kleine Schatzkiste, die ich hier habe, ist inzwischen im Internet, soweit ich das gesehen habe, beim Surfen, den Hochwassern des Internets, relativ teuer geworden. Allerdings gibt es auch inzwischen ein paar neuere Editionen, die auch DVD-Editionen sind und die sind ganz gut bezahlbar, soweit ich das gesehen habe. Also daher, es gibt keine Ausrede, das hier nicht mal irgendwie gesehen zu haben. Und wo wir das nun geklärt haben, es gab natürlich eine Sache, die ich eingangs vergessen habe, die man auch unbedingt braucht auf so einer Schatzsuche und das ist Malzbier gegen die Geisterpiraten und dem werde ich mich jetzt widmen.